Ich gehe nicht davon aus, dass ich noch mal in einer Rechtsanwaltskanzlei arbeiten werde. Für mich ist das schon reelles Leben und auch für weitere Zukunft, solange dieses Ding hält. Ne? Ich habe einen gewissen Puffer, wo ich mir gesagt habe, das ist so wie meine Rente später, weil was kriege ich noch, wer weiß, was da passiert. Da denke ich auch gar nicht mehr drüber nach. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. Hi, ich bin Nadine und ich reise seit 3 Jahren in diesem Wohnmobil mit meinen 6 Hunden durch Europa. Somewhere in the great unknown, when I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wir sind in meinem Zuhause. Ich wohne tatsächlich seit 3 Jahren hier drin, feste. Habe alles aufgegeben. Lilly bleibt hier. Jetzt muss ich schon direkt hier. Schau mal. So, meine Konstruktion hier, damit die nicht weglaufen. Ja, ich reise durch Europa. Ich war jetzt in Spanien 1,5 Jahre. Habe da in einem Tierheim gearbeitet auch. Ein bisschen für Kohle natürlich, weil das bezahlt sich ja nicht von selber. Und ja, und jetzt über Corona war ich auch da. Habe das dann miterlebt in Spanien live und bin jetzt erstmal für den TÜV wieder zurückgefahren. Und habe den noch so ein bisschen ein paar Dachluken abgedichtet, Fenster abgedichtet, damit er wieder ein paar Jahre fährt. Genau. Ja, das ist ein Hobby 600 Fiat Ducato mit 95 PS, also der kann was. Und der sieht auch von außen, glaube ich, kleiner aus, als er ist. Von daher habe ich hier so einen kleinen Laufsteg. Also ich reise ja alleine, aber hier passen theoretisch 3 von meinen Windhunden. Ich habe 4 Windhunde und 2 kleine russische Toy Terrier. Und ja, wir haben also genug Platz hier drin. Ich habe, wenn du dich mal umdrehst, den Beifahrersitz ausgebaut, weil das ist ja unnötig. Ich brauche den nicht. Und deswegen habe ich dann ein Körbchen und das andere ist jetzt für draußen und so weiter. Das ist die Emmy. Ja, das Sämchen. Also wie gesagt, als Windhunde und die sind immer so. Bis auf, wenn die eine Katze oder einen Hasen sehen, dann ist mal was anderes. Aber sonst, ich mag auch tatsächlich diesen Stil von dem Holz und alles. Das habe ich jetzt erstmal so gelassen. Ich wollte es nicht anmalen, weil der hat auch H-Kennzeichen, 32 Jahre alt und so. Da wollte ich mich jetzt nicht ganz doll austoben. Ich habe den, glaube ich, schon bunt genug für meine Verhältnisse gemacht und alles irgendwie selbst kreiert und gebastelt. Und ja, so ein bisschen amerikanischer Hippie-Style ist auch alles verrückt, aber so bin ich halt. Ja, und was haben wir noch? Ja, meine Sitzecke, gut, ist jetzt Standard, da hat sich nicht wirklich viel verändert. Unten drunter natürlich wieder ein Körbchen. Ja, da fühlen sich eigentlich immer alle wohl. Das ist meine Küche. Also dafür, dass es eigentlich ein Standard-Wohnmobil ist, ich mag es halt. Ich habe es auf meine Verhältnisse so ein bisschen schön gemacht und wie gesagt, das ist eigentlich alles vorhanden und funktioniert alles bestens hier. Gut, die Seite hier nutze ich selten. Ich wasche eigentlich größtenteils im Bad irgendwas ab. Aber so zum Kochen und alles läuft mit Gas. Kühlschrank läuft Bombe, also bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Ja, ansonsten habe ich in allen Schränken, die sind zwar irgendwie voll, aber irgendwie, ja, ich könnte noch ein bisschen mehr ausräumen, aber ich bin eine Frau, ich habe halt so viele Sachen und habe ich halt, fangen wir mal an, also hier sind so, also ich habe wirklich alles zugewinkt. Für die Hunde die größten Sachen, für die Hunde, für meine Malsachen und Rätselhefte und alles, was man so schnell griffbereit haben muss. Das hier, das ist so mein Brot und ein paar Kleinigkeiten, Süßigkeiten und so weiter, wo was drin ist. Hier sind meine Töpfe und Teller und Gewürze und ein paar Sachen, die ich zum Kochen so brauche. Ja, hier ist eigentlich größtenteils Essen. Essen. Nudeln. Und alles Mögliche, was man so... Also da kann ich locker ein halbes Jahr von leben.
weil ich das gar nicht alles essen kann auf die Zeit. Das, was auf jeden Fall mit musste und was in meiner Wohnung damals einen besonderen Platz hatte, leider da was noch mit Rahmen, das hat aber hier nicht reingepasst, war dieses Bild. Das habe ich mal, also ich habe das in Italien bestellt gehabt und habe es halt von ihr malen lassen, von meinen ersten 3 Hunden. Also das ist Bella in der Mitte, Lilly links und Emmy rechts. Das war so das musste mit. Das ist einfach, ich liebe ja diese Hundeart und Hunderasse und deswegen habe ich das dann so gesagt, das passt da perfekt hin. Eigentlich fing das an, dass ich größtenteils meine fixen Kosten damals von meiner Wohnung und Auto und alles, was man so dazu zahlen muss und was einfach in Deutschland einfach mit einem normalen Gehalt auch sehr schwierig ist. Zweitens eigentlich auch, weil ich mit meinen Hunden, ich meine, da hatte ich 3, 4, weil ich einfach mit denen auch wegfahren wollte. Weil Urlaub mit Hund ist sowieso teuer und da wird immer noch mal aufgeschlagen und egal und dann wollen sie dich vielleicht nicht oder wie auch immer. Und ich wollte schon ein bisschen für mich sein und dann habe ich das einfach, habe ich mir gesagt, komm, ich will diesen Job, den ich jetzt mache, ist ein Bürojob gewesen, will ich jetzt eh nicht mein Leben lang noch machen und irgendwie will ich aus diesem Ganzen raus. Definitiv hier raus und meine Kosten minimieren und habe den dann gekauft und habe gesagt, ja komm, jetzt machst du 1,5, 2 Jahre, machst du höchstens noch den Job, bisschen sparen und dann ziehst du darin ein und dann passt das schon irgendwie und ja, dann ging das doch schneller als gedacht. Dann habe ich den 7 Monate lang mit einem Freund von mir habe ich den fertig gemacht und habe dann ein Jahr später habe ich dann die fristlose Kündigung gekriegt. Tatsächlich war im ersten Moment, habe ich geweint, weil ich gedacht, oh Scheiße, ne? So Existenzängste. Dann war dann auch wieder so ein A-Tritt. Und 5 Minuten später habe ich gesagt, nee, das war dein Befreiungsschlag. Das war jetzt, du hättest es nicht durchgezogen, noch 1,5 Jahre hier, das Ding, dies, das und das dann. Dann hättest du es wieder so schleifen lassen. Und das war dann hat mein ehemaliger Chef mir einfach gedankt und habe ich gesagt, okay, das war jetzt genau richtig und so bin ich halt im Endeffekt, also ich hatte es schon vor, aber es ist dann schneller passiert, als ich eigentlich gedacht habe. Hier sind zum Beispiel Sachen, hat sich auch bewährt, kann ich nur jedem empfehlen, um Wäsche aufzuhängen, um nasse Sachen aufzuhängen, alles mögliche, die sind super. Hier habe ich mir sowas hingebastelt damit das nicht so hässlich aussieht. Ja, also ich bastel zwischendurch über Feld, das kannst du noch machen, hier, das wollte ich noch wegmachen und ja, hier überall so Klimbim habe ich überall. Da sind noch ein paar Sachen für die Hunde und ja, wie gesagt, die musste auch irgendwie mal, die habe ich in Spanien auf dem Markt gekauft. Ja, das ist auf jeden Fall ganz schön, so fühle ich mich schon langsam wohl hier. Das ist ein ganz normaler, ich glaube Absorber, Kühlschrank, meine ich, ja. Ist das. Also da passt viel rein, wie man sieht. Ich war heute einkaufen noch schnell und ja, da passt eigentlich sehr viel rein und wie gesagt, der funktioniert super. Auch bei dem heißesten Wetter habe ich auch an sich gar keine Probleme hier vorne. Der Ventilator, diese riesen Dachluke, die ist auch richtig viel wert. Und da kann man im Grunde auch die Sterne schauen. Man glaubt es kaum, dieses hübsche Ding hat auch ein früher weniger schönes Bad, jetzt tata, es ist mittlerweile geräumig und hell und modern. Das ist so das, was ich jetzt in meinem Deutschlandurlaub tatsächlich habe machen lassen, weil alleine habe ich mich das nicht getraut, das alles rauszureißen, weil das war alles so Eierschalen, gelbes Plastik, Kunststoff und das war wirklich ganz schrecklich und kein Platz und ich konnte halt auch nicht duschen, weil die Duschwanne unten gerissen war, aber da kriegst du auch keine neue. Alles, was an dem Auto oder Scheibenfenster, die Tür, das kriegst du so nicht mehr irgendwo zu kaufen. Ne? Wenn es kaputt ist, ist es kaputt, dann muss ich mir andere Fenster oder sowas einbauen lassen und die Wanne eben auch, das ist halt dieses Dreieck, kriegst du nicht. Also habe ich das dann auch dicht machen lassen wieder. Also ich kann im Notfall drin duschen. Aber ich bin es gewohnt, draußen zu duschen. Von daher, also da, wo ich normalerweise ja bin, ist es auch warm. So Portugal, Spanien, die Ecke. Ja, aber es ist möglich. Waschbecken, Ikea, das habe ich mir alles so ein bisschen zusammengesucht und haben wir dann irgendwie da reingebastelt. Und eben, was als erstes schon vorher in dem Bad war die Trockentrenntoilette. Das war für mich ein Muss. Also da war vorher eine Zerhackertoilette. Also das war ein richtiges Porzellanklo, wie man es zu Hause hat. Also erstmal schwer und hat dann abgespült und dann war halt alles
drin und alles unten, alles. Da ging alles in den einen Tank und das habe ich, nee, das hat gerochen und das war, nee, das war das Erste, was raus musste. Und dann kam habe ich den selbst gebastelt. Mit meinem Onkel zusammen habe ich die Kiste gebastelt, mir den Aufsatz gekauft. Boah, hat funktioniert. Jetzt haben wir den ein bisschen kleiner gemacht, weil man lernt ja nie aus. Ne? Am Anfang macht man immer alles so und dann merkst du, geht noch ein Stück und dann, ja, jetzt fühle ich mich sehr wohl da drin. Das war auf jeden Fall ein Muss, dass das gemacht wird. Früher war ich ein blondes Püppchen, immer hohe Hacken an und gestylt und wie auch immer. Und ja, und dieser Job, der hat mich so ein bisschen runtergeholt schon. Ich habe da auch viel gelernt in dem letzten Job auch, aber es war halt zu viel. Ich habe zu viel gesessen, ich habe deswegen auch dann, also das war jetzt nicht, dass ich nur deswegen wegen den Depressionen und Heulkrämpfen und so weiter, das kam dazu, aber ich hatte halt auch krasse Rückenschmerzen. Ich habe noch nie so viel gesessen in einem Job und es wurde dann geguckt, wann gehen wir zur Toilette, wie oft dürfen wir zum Drucker gehen und das war einfach und dann immer mehr, aber du kriegst nichts dafür. Also wir hatten eigentlich alle Angst. Und ich war noch mit einer der Ältesten, 38 oder damals dann 35, ja, die dann einfach unterdrückt wurden und keine Chance hatten. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann ist es vielleicht besser so. Und ja, und ich wurde auch immer mehr zu dem, was ich jetzt bin, sage ich mal. Also ich fühle mich jetzt viel wohler, wo andere dann gesagt haben, ach, du versteckst dich hinter einer Maske, das bist nicht du. Doch, selbst meine Mutter wird es irgendwann lernen, dass das jetzt ihre Tochter ist und das so macht, wie sie will. Und das auch viel besser ist, als zu Hause in ihrer 60 Quadratmeter Wohnung zu sitzen und nicht weiß, wie sie vielleicht irgendwann was bezahlen kann, weil es einfach nur teurer wird und sie da völlig kaputt geht im Kopf. Ne? Ich habe schon immer wieder aussortiert, wenn ich unterwegs war in Spanien, wo ich war, oder auch hier jetzt nochmal. Aber ich denke, für meine Verhältnisse habe ich immer noch zu viel. Aber vielleicht brauche ich es ja jetzt wieder. Ich habe zwar alles Winterklamotten technisch weggetan, aber das ist jetzt so mein grober, ja, alles, was ich so habe. Das ist einfach so ein paar Winterklamotten, meine Hosen, Tops. Ja, denn das muss ich auch immer haben, so Klimbim sowieso. Meine Unterwäsche, die ist dann immer, alles hier ist auch schön warm, weil hier dieses Heizungsrohr läuft. Also wenn ich dann im Winter, dann ist es immer schön, wenn ich was anziehe, ist immer warm. Das ist top. Ja, und da unten sind, glaube ich, noch Winterjacken und Ponchos und so weiter und halt ein paar Sachen vom Bad, die da nicht mehr reingepasst haben. Ja, ich habe mir überall, so, weil doch mit dem Licht ein bisschen mau ist hier drin, wenn es dann dunkel wird, habe ich das gemacht. Die 2 Schränke sind auch noch mit Klamotten. Also da sind noch Kleider und kurze Hosen und auch lange Hosen. Und hier sind noch meine Jacken und so, was ich jetzt im Moment so bei einem Herbstwetter trage. Hier ist so ein bisschen, ja, Kabelsalat. Ich kann auch Fernsehen gucken, ich habe eine Satellitenantenne. Ich kann also auch den Fernseher hier mir basteln, wie ich möchte. Und da geht halt die ganze Verkabelung da hoch, alles, DVDs, meine meine Außendusche, da habe ich dann so einen Eimer, wo ich das reinstopfe und dann kann ich super draußen jederzeit mit warmem Wasser oder kaltem Wasser, ist egal, kann ich alles waschen. Und hier ist noch so, das ist mein Medizinschränkchen, wo alles so an Sachen für die Hunde, für mich ist, wenn was ist. Meine Bastelsachen und dann habe ich da oben, in Spanien habe ich gesagt, ich muss irgendwas tun, irgendwas für mich, was Spirituelles, was faszinierend ist. Und dann habe ich mir so Flügel gekauft, so LED-Flügel. Und dann habe ich da so ein bisschen, mache ich dann schon mal, also habe ich mir vorgenommen, dass ich das mache, wenn ich jetzt unterwegs bin, wieder in den Ländern, wo es schön ist und dann auf dem Stellplatz oder wo ich halt gerade stehe. Und dann mache ich das und wenn da irgendwer kommt und der findet das toll und möchte mir was geben, okay, sage ich nicht nein. Aber ansonsten möchte ich nur, dass das einfach, weiß ich nicht, die Leute einfach fasziniert. Einfach so was sehen, was man noch nie gesehen hat. Unabhängig von diesem Ding und meiner Statur und alles und die Hunde und so, das ist schon aufregend genug, glaube ich, für viele. Aber ne, wenn ich die dann drin lasse und dann einfach für mich daraus das macht so frei. Ich habe das so gemerkt, dass ich da mit der Musik, egal welche Musik ich dazu dann anmache und dann tänzel ich da durch die Gegend.
ich habe halt so eine, das ist ja wie Borderline-Störung, nicht in dem krassen Falle und halt depressiv, manisch depressiv, dieses Ganze. Das wurde Ende 2011, wurde das mal offiziell diagnostiziert und ja, gearbeitet habe ich aber dann trotz allem mit Medikamente zwischendurch und dies und das und schlimme Versuche und so weiter, habe ich das dann bis 2017 habe ich das durchgezogen noch. Im Endeffekt war es jetzt auch besser so. Ich kann auch jetzt ohne Therapeuten ganz gut damit umgehen und ja, lernen. Also ich muss sagen, diese zwei, das nennt sich Kringel, das sind ja keine Körbchen, weil das sind eigentlich wie Donuts eigentlich. Das sind einfach nur so. Und seit ich die habe, kann ich mit mindestens, also ich kann mit allen, am Anfang habe ich tatsächlich mit allen, aber das Rücken und Bella ist ja auch schon was älter und die tritt dann nachts mal und so, das muss ich nicht haben. Ich habe jetzt tatsächlich, so der als erster kommt, der malt zuerst, ne? Also das ist wirklich ist ein großes Bett, ich habe 1,40 mal 2 Meter, ich meine, ich bin 1,65, das reicht. Und dann habe ich halt hier meine Ecke, das kommt dann halt hoch, dann ist da meine Sachen drunter, einmal darüber, damit hier nicht groß Hundehaare und Dreck und so. Das mag ich auch nicht. Ja, und dann meistens Maddie und die schwarze Amy, die liegen dann hier vorne. Sie kann sich dann mal dazwischen quetschen. Bella muss vorne liegen. Und die zwei Kleinen dürfen auch. Also es ist immer so ein Wechsel, ne? Wer halt kommt und dann... Aber die wollen halt alle gerne kuscheln. Ne? Sind halt Windhunde. So, wie immer. Hallo. Aufstehen. Nee. Ja, viele sagen immer, ja, warum hast du so viele Hunde und um Gottes Willen so viele Hunde auf so kleinem Raum im Wohnmobil, um Gottes Willen, aber die sind meistens so. So sind die und die haben jetzt, eben sind die hier vorne mal ein Stück gerannt und das sind so Kurzstreckenläufer, deswegen haben die nicht so man meint immer, die müssen so viel laufen, aber müssen die nicht und die können sich so klein machen, wie man sieht, das ist manchmal vorne im Körbchen, da liegen 3 von denen liegen in einem Körbchen, das funktioniert, also und gut bellen. Das ist immer so, wenn jemand reinkommt, so Einbrecher oder so, ne, dann nimm alles mit, aber lass die Couch hier. Das war schon immer so. Die denken halt so. Ne? Aber deswegen habe ich auch keine großartigen Galgo-Bilder oder so, irgendwas draußen oder so, dass man sehen kann, na, hier sind Hunde drin. Ja, habe ich so ein Schild, aber nicht mit Galgos, weil die meisten lachen mich ja aus, ne, wenn die hier rein wollen. Das hat ja keine Angst vor. Ne? Ja, ich habe ja jetzt 1,5 Jahre in Spanien, war ich ja tatsächlich in einem Tierheim, wo ich habe halt vorher, war ich da und für 5 Wochen und habe geholfen. Und dann habe ich halt auch so gesagt, ich würde gern wieder helfen kommen, aber ich kann halt nicht in diesem Ding wohnen und ohne Geld. Ich muss, diese Fixkosten habe ich, die Steuer und Versicherung und vielleicht eine Krankenversicherung bei mir. Das hat sich ja so krass minimiert, das ist ja okay. Und da komme ich auch mit einem super kleinen Budget aus. Aber ich musste halt irgendwie was machen, weil ich bis da noch nicht wusste, was ich sonst machen kann. Was jetzt nicht ja, unmöglich für mich ist. Und ich habe immer gesucht und habe das dann da erstmal gemacht für 1,5 Jahre jetzt. Ja, und jetzt ist wieder ein neuer Abschnitt und mit Corona hat sich dann doch so ein bisschen was ergeben, dass ich gesagt habe, so, ich muss ein bisschen gucken, dass ich unabhängiger werde und auch weiterziehen kann und für mich auch wieder offener durch die Welt laufen kann. Und dann habe ich jetzt einen Online-Job, also ich kann den online machen überall, was sich viele immer wünschen und träumen und auch, wie machst du das denn und so weiter. Ich habe Jahre gesucht, was kannst du machen, ohne was. Ich bin jetzt nicht diejenige, die was verkaufen kann, wo sie nicht 1000%ig hintersteht und den Leuten irgendwas andreht. Das kann ich einfach nicht. Und mit Kunden dadurch, aufgrund der Vergangenheit so, in dem letzten Job habe ich auch keinen Kundenverkehr gehabt oder habe nie telefoniert, Gott sei Dank. Das ist einfach nicht meins. Und das ist jetzt meine Berufung, dass ich da jetzt erstmal, ja, das Datenerfassung, Texte abtippeln, Audiodateien, alles kriege ich so von Unternehmen geschickt und das tippel ich dann ab. Das ist ein guter Nebenjob, sage ich mal, so ein 460 Euro Job, 450 Euro Job. Ich habe immer gesagt, mit 500 Euro komme ich gut klar, wenn ich jetzt nicht großartig durch die Gegend fahre. Der Sprit ist natürlich, der ist günstig hier mit dem Ding, der verbraucht nicht viel, aber klar, wenn du mehr fährst, ne, verbrauchst du mehr. Ich habe jetzt da nur gestanden und habe das Geld verdient und hatte hier auch keine großen Ausgaben. Also ich habe da wiederum mehr sparen können, als ich früher mit meinem Hauptjob und weiß ich nicht was, habe ich mehr sparen können jetzt, Gott sei Dank. Und konnte mir jetzt die Reparatur auch ein bisschen leisten von dem Getriebe. Und ja, nee, sonst Hundefutter, das
Man meinte, oh Gott, 6 Hunde, die fressen doch alles. Und nee, also damit kommen wir gut klar. Mit Steuerversicherung, der ist ja H-Kennzeichen, kostet also nur die Hälfte, sage ich mal. Also das ist wirklich sehr sparsam. Ich lebe sparsam, ich esse kein Fleisch. Also Emmy, Bella, Lilly, komm mal runter. Hoppa. Ja, bewegt euch. Einmal runter. Maddie auch runter. Bella, runter. Komm, ihr kennt das Spiel. Hoppa. Einmal irgendwo hinquetschen und dann ist gut. Ja, Oma, komm, komm. Ja, Opa. Scheiße, wa? Ja, hier habe ich, also wie gesagt, mein Riesenbett und jetzt fragt sich ja jeder, ja, wo hat die denn noch so ihre Sachen? Ich habe ja auch nicht nur in den Sachen, in den Schränken so viele Sachen. Ich habe ja auch hier, das ist immer so ein Kraftakt, tatsächlich noch meine Garage. Und neuerdings, da bin ich auch sehr stolz drauf, mal eben hier meine Konstruktion wieder bauen. Sonst hat man nämlich Genickbruch. Also da ist eigentlich alles vorhanden. Das ist jetzt so Sache, die muss ich noch wegtun. Das ist Bastelzeugs und Malzeugs und so. Das ist jetzt auf jeden Fall meine neue Errungenschaft. Hat mein Onkel mir tatsächlich geschenkt, ein Klapprad. Weil wenn ich unterwegs bin, dann möchte ich doch lieber nicht mit dem großen Ding zu irgendeinem Einkauf fahren oder so. Und dann habe ich gesagt, komm, dann setze dich mal aufs Rad. Habe ich jetzt auch einmal benutzt. Ich war tot. Aber gut, muss man durch. Also ich bin nicht so sportlich, wie ich vielleicht aussehe. Von daher ist nicht so meins, aber gut. Ja, hier habe ich noch Decken. Und ja, mein Oberbett habe ich auch schon seit 2 Jahren, glaube ich, nicht mehr gebraucht. Campingsachen, klar, hier Tischstühle und so weiter. Da hinten sind noch Schuhe, so Winterschuhe und sowas. Aber ja, mein Werkzeug da hinten noch. Also ja, der Futtersack, der muss natürlich immer hier reingehievt werden. Das sind noch Überbleibsel, die wollte ich noch jemandem schenken, die den so gern getrunken haben. Das ist dieser Sommerwein aus Spanien. Fahre ich auch durch die Gegend. Ja, das ist auf jeden Fall wahnsinnig viel Platz, was man hier noch unterbringen kann. Das lohnt sich wirklich. Komme ich einmal von draußen dran oder eben von hier. Also sperrige Sachen, so eine kleine Luke nur, das ist nicht viel. Ich hatte immer Hunde und wollte dann aber eben auch auf diese Rasse Windhund, Galgo, die habe ich gesehen und habe gesagt, dieses Ästhetische, das ist einfach. Und dann habe ich mir den Charakter durchgelesen und habe gesagt, okay, das ist ein langweiliger Hund. Also wenn man das wirklich sich damit befasst, ist eigentlich ein sehr langweiliger Hund. Und der könnte zu meinem Leben passen, damals schon. Trotz Job und Vollzeitjob und so weiter, dass das passt. Und dann hat man halt gesagt, hast du einen, hast du 2, hast du schnell 3. So war es dann auch. Habe ich gesagt, gut, ein Zweithund zu einem Galgo muss immer noch einer. Und das war einfach, die faszinieren mich bis heute einfach. Jeder für sich ist so einzigartig und hat so seine bestimmte Art und die passen sich mir schon seitdem ich die habe immer an. Ich war jetzt nie der Partymensch, der, weiß ich nicht, Halligalli und viele Leute da hatte oder so. Aber die kommen mit allem klar, außer mit Katzen und mit Hasen. Dann sind es andere, dann sind die anders. Aber wenn ich früher explodiert bin, wie so ein HB-Männchen, dann haben die mich wieder runtergeholt und gesagt, nee, mach das nicht, lass das. Und das war einfach für mich so die Sache, dass ich lebe für diese Tiere. Und wenn Bella und Lilly damals nicht gewesen wären, wäre ich auch nicht mehr wahrscheinlich. Also irgendwas wäre passiert, was ich einfach nicht sagen könnte. In meiner tiefsten Depression habe ich dieses Ding ja irgendwie gehabt und habe gesagt, so, ich mache das jetzt. Und dann war ich ja arbeitslos. Und die vom Arbeitsamt haben mich auch relativ in Ruhe gelassen mit allem und haben gesagt, mach du erstmal, komm erstmal klar und dann schauen wir weiter. Und dann bin ich ja wirklich ganz tief unten war ich und bin dann 2018 nach Spanien gefahren, um zu helfen und ich kam wieder und ich hatte allein dieses Fahrgefühl, ich kann was machen und ich konnte nicht mal tagsüber, ich konnte nicht mal in einer Woche Staubsaugen zu Hause, so war es und ich bin dann losgefahren mit diesem Ding und habe das dann angefangen und ich kam zurück mit voller Power und Energie und ich wurde gebraucht und also wirklich war um 180 Grad gedreht. Ich war wieder richtig glücklich und bin dann wieder zurückgekommen und war 3 Wochen später wieder total depressiv, wieder nur das Gleiche und dann habe ich gesagt, nee, das war richtig, dass du das war genau das, in die Richtung solltest du gehen und viele probieren es eben nicht und ich habe es trotzdem probiert, ich habe es trotzdem gemacht und ich bin überaus glücklich, dass ich das selber geschafft habe auch. Das hätte ich mir ja damals nie zugetraut und gerade als Frau und alleine und aber das sollte man wirklich einfach, ich sage mal einfach machen.
tatsächlich. Früher habe ich auch mal gedacht, ich muss dies, ich muss das, ich muss Sicherheiten haben, ich muss hier. Und du bist nie sicher. Du bist nie sicher. Gerade was Geld angeht, bist du nie sicher. Zack, bist du aus dem Job. Habe ich gemerkt, ja. Also manche müssten vielleicht auch mal tief fallen oder wie auch immer. Ich war für meine Familie, für meine Freunde, ich war die Einzige auf der ganzen Welt, die das hier machen möchte. Bis heute denken die das, glaube ich, noch. Also die können sich das manchmal schwer vorstellen. Aber es ist wirklich faszinierend, wie viele Leute man dann unterwegs auch kennenlernt und das alles miterlebt und die Geschichten und meine Geschichte. Wenn ich da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hunde aus diesem Ding aussteigen und dann ist schon wieder Lachen pur und dann weißt du, ist okay, ist voll okay. Falle ich halt auf, ist egal, ich bin ich. Und das kommt, glaube ich, dann noch so rüber, wenn man dann wirklich das macht, was man möchte und was man eigentlich insgeheim vielleicht irgendwo gemerkt hat, wo es hingehen soll. So